Hallo und willkommen bei einem neuen Video, wo ich versuchen werde, den richtigen Adapter für mein Joying-Radio und mein Smart zu finden. Viel Spaß! Also, nachdem ihr in meinem letzten Video gesehen habt, wie ich mein Lenkrad gewechselt habe, hatte ich natürlich das Problem, dass das Lenkrad wunderschön, also die Lenkradfernbedienung wunderschön mit dem Originalradio funktioniert hat. Ich ja aber mein Joying-Radio drin habe eigentlich und da soll die Fernbedienung ja auch funktionieren. Also habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach, wie kann ich das Ding anschließen, was ist jetzt das Richtige und was für einen Adapter brauche ich überhaupt. Und deswegen gucken wir uns jetzt ein bisschen Adapter-Party an. Und als erstes gucken wir uns halt einfach an, wie es halt aktuell aussieht. Also das heißt aktuell, wie der Standard ist für dieses Universalradio. Das Radio wird ja explizit nicht ausgewiesen für als funktioniert im Smart, sondern als Universalradio. Universalradio heißt, im Endeffekt haben wir hier diesen wunderschönen generischen Stecker von Joying hier, wo alle Kabel reinlaufen. Und auf der anderen Seite haben wir halt die ISO-Stecker. Das heißt einmal für Lautsprecher, einmal für Strom, Masse und Licht und so. Das hat uns ja erstmal im Smart nicht viel gebracht und deswegen habe ich mir ja den passenden Adapter geholt, den ich auch schon im Video davor verlinkt habe. Und zwar ist das dieser wunderschöne Adapter und der Adapter adaptiert quasi den den kleinen Stecker vom Smart auf quasi diese beiden ISOs. Das sind einmal halt Lautsprecher, 4 Stück, wobei wir im Smart halt, also bei mir im Smart nur 2 Lautsprecher haben. Die vorne, hinten sind keine, wo auch. Und einmal die andere Seite, wo wir Strom, Zündplus und Masse haben. Im vorherigen Video habe ich euch auch schon gesagt, dass ich das Signal für die Beleuchtung, das heißt ob Licht an ist oder nicht, von der Warmliegeanlage geholt habe. Die ist dann halt hier in den Stecker reingegangen auf diesen Pin und ist dann halt hier über das orange-weiße Kabel hier in das Radio reingegangen. Der Adapter hat auf jeden Fall keine weiteren Möglichkeiten, irgendwas mit Lenkradfernbedienung zu machen. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, die Lenkradfernbedienung im Smart läuft über einen CAN-Bus. Das heißt, da ist jetzt nichts mit Widerstände oder sonst was, sondern wir müssen halt irgendwie einen CAN-Bus-Adapter haben. Und das CAN-Bus-Signal ist auch nicht an diesem Stecker, sondern ist an dem großen Stecker vom Smart. Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall war hiermit jetzt halt nicht viel mehr zu holen, also ist das Ding hier rausgeflogen. Und dann hatte ich halt jetzt diesen normalen Adapter, okay. Und ganz wichtig und sehr, sehr praktisch ist, dass wir für diesen Adapter hier auch eine Belegung haben. Das heißt, wenn wir uns das hier angucken, sehen wir, wenn wir uns den Stecker hier angucken, wie genau, wo welche Signale anliegen. Und da sehen wir zum Beispiel auch relativ prominent und damit wir uns auch ein bisschen orientieren können, wir haben hier unten haben wir ein schwarzes und ein gelbes. Das gelbe ist halt das Plus und das schwarze ist halt Masse. Und dann sehen wir hier auch, dass wir hier Batterie Plus ist Yellow und Ground -12 ist Black, gehen hier rein. Und wie wir das hier sehen, ist das hier genau falsch rum. Das heißt, theoretisch gucken die halt immer so auf den Stecker. Ja, das heißt, jetzt haben wir hier schwarz. Das ist hier schwarz. Und wir haben Yellow, das ist hier Yellow. Das heißt, wir haben so die komplette Kabelbindung von diesem Stecker. Werden wir nachher noch brauchen. Auf jeden Fall habe ich dann gesucht, okay, was gibt es denn sonst noch? Was kriegt man so? Was kann passend sein? Für alle, die jetzt halt so ein bisschen im Internet suchen, wir wissen ja alle, dass der Smart ist im Endeffekt ein Twingo 3. Also ein bisschen nach einem Adapter für einen Twingo 3 gesucht. Der alte Adapter war ja auch für einen Twingo, also muss das ja eigentlich passen. Und da gab es tatsächlich was. Und zwar gab es diesen wunderschönen ACV-Adapter. Brauche ich nicht verlinken, weil funktioniert nicht. Hier ist schon so ein bisschen, wie ihr seht, so ein bisschen was durchgetrennt, weil ich ein bisschen rumprobiert habe, was denn wie wo was funktioniert. Im Endeffekt vom Prinzip ist es genau das, was wir brauchen. Wir haben hier einen Stecker, der halt hier in den ISO-Port passt. Das ist super. Wir haben neben dem kleinen Stecker, wo wir halt Plus, Minus und so weiter herkriegen, haben wir auch nochmal den großen Stecker, der halt tatsächlich hier mehr oder weniger die Signale abgreifen sollte, die wir brauchen. So war die Hoffnung. Das Problem ist nur, die Belegung von dem großen Stecker im Smart ist nicht identisch mit dem Twingo 3. Das heißt, der Stecker passt, aber die Pins greifen halt einfach ins Leere und sind an der Stelle nichts wert.
Dann habe ich halt auch nochmal ACV angeschrieben. Dieses lustige Stück Technik, was wir hier haben, das ist halt das STK 627 hier. Da ist keine Logik drin, das heißt, da ist kein CAN-Bus-Decoder oder sonst irgendwas drin. Das können wir einfach knicken. Das wird nicht funktionieren, dieses Ding. Leider. Aber wenn man das hier halt nicht nehmen kann, vielleicht kann man ja was anderes nehmen. Also weitergesucht. Es gibt ja diese wunderschönen Sets von Pioneer. Ja, von Pioneer. Ne, falsch. Es gibt ja diese wunderschönen Sets von Alpine. Die halt passend für den Smart sind. Da ist halt auch immer das Smart Mounting Kit dabei. Das Smart Mounting Kit kann man auch separat kaufen. Das ist quasi der Rahmen, der um das Display rumkommt und halt genau dieser Adapter. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen zufällig einen Adapter gefunden. Der Adapter sieht so aus mit dem entsprechenden Kabel für das Alpine Radio. Hier steht sogar noch für das Alpine. Das steckt man halt hinten ins Alpine rein und das ist der Adapter. Das Doofe an dem ganzen Spaß ist, dass, das habe ich jetzt so bei eBay Kleinanzeigen gefunden, aber da war halt das Anschlusskabel nicht dabei. Heißt, theoretisch kann man jetzt hier natürlich das Anschlusskabel von dem anderen Kit nehmen, hier reinstecken und sich vorher aber noch Gedanken machen, okay, wie kommen die Sachen hier rein? Ich habe da einmal die Belegung von einem Kollegen bekommen. Das heißt, der hat mir genau gesagt, wo, was, wie, warum reinkommt. Aber dann weiß ich halt immer noch nicht, was hier rauskommt. Im Endeffekt war das auch erstmal eine Sackgasse, beziehungsweise da hätte man noch deutlich mehr Aufwand reinstecken müssen. Habe ich mir gekniffen. Also das ist es auch nicht. Ja gut, also weitergesucht. Und es gibt ja eine Reihe von Android-Radios, die tatsächlich mit dem Smart funktionieren. Es gibt ja, wenn man bei AliExpress oder sonst irgendwo guckt, gibt es ganz, ganz viele Android-Radios für den Smart. Und die alle haben ja auch irgendwo einen Adapter. Also habe ich mir die ganzen Seiten mal durchgeguckt, hier geguckt, da geguckt und so weiter. Und da bin ich durch einen freundlichen Zuschauer, der halt auch im Smart-Forum unterwegs ist, bin ich auf eine Seite gekommen. Und da war es halt so, dass es ein Radio gibt, mehrere Radios gibt, mehrere Android-Radios gibt, die tatsächlich den gleichen Stecker haben. Das heißt, da sieht es circa so aus. Da haben wir einen kleinen Stecker, wir haben einen großen Stecker. Das ist schon mal genau das, was wir suchen. Und wir haben quasi den gleichen Stecker, der genauso aussieht wie bei unserem Joying. Also steckertechnisch ist es das gleiche. Das ist schon mal cool. Und wo so eine wunderschöne Box drauf ist. Das ist nämlich tatsächlich der CAN-Bus-Decoder. Hier steht GS 2020-1201. Wahrscheinlich, wann das Ding gebaut wurde. Vor 15 chinesische Zeichen Smart. In der Hardware-Version 3 und in der Software-Version 7. Wenn man danach sucht, tatsächlich bei AliExpress findet man viele Radios, die genauso so eine Box haben. Die so eine Box haben, das ist alles schon gut. Dann haben wir halt hier die Stecker, haben hier den Stecker und da kann man natürlich auf die Idee kommen, okay, ich stecke den Stecker da einfach rein, schließe das alles an und dann läuft das. Tipp würde ich euch nicht empfehlen. Problem ist tatsächlich, dass dieser Stecker mit diesen anderen Radios komplett anders belegt ist. Ich blende mal ein Foto ein, wie das Joying belegt ist und wie das andere Radio belegt ist. Müsste jetzt kommen. Hoffentlich. Und da sieht man, da ist quasi alles durcheinander. Das heißt, Plus ist nicht da, wo normalerweise Plus ist, sondern Plus ist da, wo Minus ist. Im Endeffekt, wenn ihr das hier anschließt und das Auto anmacht, dann könnt ihr das Joying-Radio wegschmeißen, weil dann habt ihr das quasi falsch rum angeschlossen, wahrscheinlich ist komplett Elektrik durchgeballert. Vergesst es, lasst es auf jeden Fall. Das, was aber geht, ist, dass wir diesen wunderschönen Stecker hier einmal komplett auspinnen. Das heißt, einfach alle Sachen rausholen, die da drauf sind und genauso belegen wie im Originalkabel. Das heißt, Plus an der richtigen Stelle, Minus an der richtigen Stelle, die Lautsprecherkanäle an den richtigen Stellen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt bei mir soweit alles rausgeholt, was ich nicht brauchte. Das heißt,
Ich habe zum Beispiel hier an diesem Kabelbaum habe ich jetzt kein Video mehr. Also das Videokabel habe ich noch irgendwo rumliegen, das habe ich jetzt aber nicht eingepinnt, weil ich keine Rückfahrkamera habe. Aber ansonsten kann man da alles genauso einpinnen, wie es halt normalerweise ist. Das ist halt ein Molex-Stecker, das ist ein bisschen fummelig, wenn man da kein Werkzeug für hat, aber das geht. Ja, und dann bleibt es aber dabei, dass man hier auf diesem wunderschönen, auf dem Joying gar keinen Anschluss hat, also wo jetzt die CAN-Bus-Kanäle reinkommen, weil dieser Adapter, der hat 2 Leitungen, ich habe die hier zufällig schon mal rausgepinnt, das sind die 2 CAN-Bus-Leitungen, die normalerweise über diesen Stecker hier direkt ins Radio gehen und da entsprechend auch funktionieren. Nur halt genau diese CAN-Bus-Signale, die hier halt aus diesem Adapter rauskommen, die hat der hier nicht als Eingang. Nicht auf diesem Stecker. Aber dann kann man noch mal weiter gucken und es ist tatsächlich so, es gibt hier einen Stecker, der nennt sich CAN-In. Ja, man könnte jetzt mal probieren, kann es jetzt sein oder kann es nicht sein? Ich habe es probiert und es ist es tatsächlich. Heißt, wir müssen irgendwie diese beiden schönen Dinger hier reinkriegen und das natürlich möglichst ohne irgendwas kaputt zu machen. Das heißt, ich will den Adapter hier nicht ordentlich zerschneiden. Ich will aber auch das Radio auf keinen Fall irgendwie hier den Stecker abmachen oder sonst irgendwas. Also war die Idee, okay, ich brauche irgendwas, was hier auf diesen Stecker drauf passt. Und kann man machen, nennt sich, Moment, das ist nämlich ein JST, also JST SM Buchse Stecker, beziehungsweise das hier ist ein Stecker und wir brauchen eine Buchse oder andersrum, ich weiß es nicht. Hab mir auf jeden Fall so ein Set gekauft und das Teil sieht so aus, das was wir brauchen. Ich glaube, das ist der Stecker. Und den können wir hier so drauf schieben. Ja, so, das würde passen. Und die beiden löte ich jetzt einfach mal hier dran. Und wenn wir das gleich haben, ja, dann können wir das Teil eigentlich, also ich habe den schon umgepinnt, dann können wir das Teil eigentlich im Auto anschließen. Und dann zeige ich euch gleich, wie das im Auto weitergeht. Ich löte eben und dann melde ich mich gleich nochmal, wie das gelötet aussieht. Bis gleich. Und fertig. Quasi jetzt gelötet hier. Diese 2 Leitungen gehen hier auf diesen Stecker. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, diesen Adapter, der jetzt von einem anderen Android-Radio kommt, der schon jetzt komplett umgepinnt ist auf das Joying-Radio, ganz wichtig. Ansonsten Radio kaputt. Können wir jetzt hier anschließen. Heißt, der normale Stecker kommt normal rein. Unser neuer CAN-Bus-Stecker kommt in das CAN-In. Das heißt, hier ganz normal so rein. Das heißt, den haben wir. Ganz wichtig, wir haben hier einen Key und einen CAN-Out. Der CAN-Out muss auf das Key hier laufen. Ich gehe davon aus, dass hier innen nochmal, also das, was passiert, ist tatsächlich, dass der CAN-Bus vom Smart umgewandelt wird in ein, ich nenne es mal Android CAN-Bus-Signal. Ich kann es nicht genau beziffern, was da tatsächlich drüber gesprochen wird, was für ein CAN-Bus da läuft oder was für einen Namen das Ding trägt. Auf jeden Fall ist es so, dass hier ein CAN-Bus-Signal reingeht, weil wir werden gleich im Auto sehen, was wir jetzt alles sehen. Also wir haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr als nur die Lenkradfernbedienung geschaffen. Aber das schauen wir uns im Auto an. Deswegen ab ins Auto und los. Als erstes machen wir die Zündung an. Wenn die Zündung an ist, Radio springt an. Das heißt, das funktioniert schon mal. Dann probieren wir lauter, leiser. Lauter. Das funktioniert auch. Der Knopf in der Mitte startet automatisch die Telefon-App. Der Knopf in der Mitte macht im CarPlay-Modus nichts. Ja, dann gucken wir uns einmal an, was das denn halt alles auf den Einstellungen bedeutet. Heißt, wir springen einmal kurz in die Einstellungen rein, geben dann den richtigen Pin ein und scrollen ganz nach unten. Da gibt es nämlich CAN-Model, da wird jetzt auch schon irgendwie was angezeigt. Das heißt, wir sehen CAN-Box-Typ OD, Brand ist Benz, CAN-Model Smart und CAN-Box steht da halt auch wieder OD. Das heißt, das komplette Ding wurde irgendwie über einen CAN-Bus erkannt. Die CAN-Box wurde erkannt. Ja, das heißt jetzt, was können wir sehen? Wenn ich jetzt die Lüftung anmache, dann sehe ich, okay, wir haben Lüftung, wir haben Umluft, ich kann die Temperatur einstellen, kann die Temperatur wieder zurückdrehen, wir können
Heckscheibenheizung anmachen, wir können die Frontheizung auf maximal machen, wir können die Klimaanlage sehen, ist die Klimaanlage an, ist die Klimaanlage aus, ist der Automodus an. Das funktioniert alles. Dazu kommt natürlich noch ein paar Statusinformationen vom Auto. Heißt zum Beispiel Umluft, nicht Umluft, klar, aber auch eine Tür. Das heißt, wenn eine Tür offen ist, dann wird das auch angezeigt. Gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Tür auf und Tür zu. Ja, das klappt soweit und sieht gut aus. Also eigentlich ein Jackpot. Der Adapter funktioniert perfekt. Lenkradfernbedienung funktioniert. Alles andere, was über das Multimedia CAN Bus System geschickt wird, wird auch angezeigt. Das heißt, wir sehen die Temperatur, wir sehen Lüftung, wir sehen Zustand des Autos und so weiter und so fort. Ich bin mir sehr sicher, wenn jetzt mein Smart halt auch Piepser hätte, Parkpiepser oder so, würden die auch angezeigt werden. Also wirklich genau das, was wir brauchen. Ja, das Problem ist jetzt nur, wie kommen wir an das Ding? Ich habe jetzt geschätzt 2 Monate lang versucht und probiert. Und kein Erfolg. Es ist wirklich schwierig. Also es ist tatsächlich so, es gibt relativ viele Anbieter mit Android-Radios bei AliExpress oder sonst irgendwo. Auch zum Beispiel in Willig gibt es Mister.com, glaube ich. Ist ja auch so ein Smart-Zubehörhändler. Der hat auch Android-Multimedia-Systeme. Da sind genau die gleichen Adapter bei. Also ich habe halt tatsächlich auch noch einen anderen Zuschauer, der hat mich angeschrieben und meinte, hier, ich habe diesen Adapter, mit dem fahre ich aber gerade zurück, weil ich gebe das Radio zurück. Ich so, behalt den Adapter, den brauchst du. Also ohne irgendwie wirklich ein Android-Radio zu kaufen, ist schwer an diesen Adapter zu kommen. Ich selbst hatte jetzt das Glück, dass ich tatsächlich eins bekommen habe, weil ich halt einen Händler angeschrieben habe und gesagt habe, ja, mein CAN Bus Adapter ist kaputt gegangen, ich habe den zerschnitten, ich will in den neuen Smart einbauen. In der Regel fragen alle Händler, die ich jetzt auch angeschrieben habe, ich habe einige angeschrieben, sagen dann so, ja, gib mir mal bitte die Rechnungsnummer, weil wir schicken nicht einfach Adapter raus. Ich habe auch keinen gefunden, der wirklich irgendwie für Geld mir die Dinger, also für viel Geld mir die Dinger schicken wollte. Das heißt, es ist wirklich, wirklich schwierig, an diese Adapter zu kommen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, warum die so zurückhalten. Ich gehe davon aus, dass es wirklich nur so ein Zubehör ist, den die Hersteller selber dazu kaufen. Das heißt, die produzieren die Dinger nicht selber, sondern die sind halt irgendwie, werden dazu geordert. Aber ich habe den Hersteller nicht gefunden. Heißt, wenn irgendeiner von euch da weiterkommt, ansonsten ist es halt wirklich, man kann sich jetzt ein Android Smart Radio holen und ohne Adapter zurückschicken, was nicht erlaubt ist. Man kann jetzt versuchen, tatsächlich die ganzen Händler, die man irgendwie bei AliExpress findet, anzuschreiben und zu fragen, okay, hast du einen, kaufst du mir einen? Preistechnisch wollen die, wenn man tatsächlich einen findet, unter 50 Euro dafür. Das heißt, irgendwie so zwischen 20 und 40 Euro sind so die Standardpreise, die da halt dafür aufgeworfen werden, für einen CAN Bus Adapter und jetzt für quasi einen Kabelbaum, den man noch umpimpen muss. Eigentlich ein Schnapper. Und ja, wenn die dann tatsächlich ankommen, dann kann man glücklich sein, dann funktionieren die auch. Ich habe jetzt aber auch schon die ersten Hersteller mitbekommen, die gesagt haben, also denen habe ich ein Foto geschickt, ich habe gesagt, ich will dieses Ding hier haben. Und die meinten so, ja, nee, das haben wir nicht mehr, weil wir haben jetzt schon die neue Version und da ist jetzt ein anderer Stecker, ein anderer Adapter und so weiter. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt, vielleicht findet einer von euch eine gute Quelle dafür. Ich würde die gerne weitergeben, aber ich habe keine gefunden. Und mein Chinesisch ist leider auch nicht so gut. Deswegen, ja, das ist die schlechte Nachricht zu diesem Video. Heißt, es gibt Adapter, die super funktionieren, man kommt aber nicht dran. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem geholfen, irgendwie. Das heißt, wenn ihr drankommt, umpinnen, glücklich sein. Ansonsten vergesst den Rest. Zum Adapter noch von Alpine, den ich ja auch gezeigt habe, ganz am Anfang. Da kostet das komplette Set, das heißt mit Einbaurahmen und Adapter und drum und dran, da sind wir bei 140 Euro. Das heißt, das ist ein wenig kostenintensiver. Ich weiß nicht, was da tatsächlich aus dem CAN Bus rauskommt. Es kann natürlich sein, dass wenn man den anpinnt, ähnliche Ergebnisse hat, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil das ist eigentlich schon eher so ein CAN Bus, so ein Android-Ding.
Ansonsten müsste man sowieso noch mit dem Stecker, weil da ist dann halt ein Alpine Radiostecker bei. Das heißt, man muss dann halt wirklich an der Stelle viel fummeln und die Zuordnung kennen. Ja, deswegen, ich hoffe, ihr findet was. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Tipps, wo man die Sachen herkriegt. Ansonsten bedanke ich mich und ja, bis demnächst. Ciao.